Moin Leute, hier aus dem Headquarter in Hamburg. Heute geht es um die 5 häufigsten Fehler von Anfängern. Wenn du jetzt kein Anfänger bist und sagst, Simon, was soll das? Ich will auch was lernen, dann kriegst du auch noch die häufigsten Fehler für Fortgeschrittene. Aber jetzt erstmal kümmern wir uns um die Anfänger. Bleibt mit am Start und wenn ihr fortgeschritten seid und sagt, wann kommt denn das Video überhaupt, kommentiert bzw. abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt würde ich sagen, geht's ab. Die 5 häufigsten Fehler, come on! Der erste große Fehler von Anfängern ist die Griffhaltung. Denn der Schläger wird so gegriffen wie ein Blumenstrauß und jetzt geht's los und hier wird gestochert. Und das ist natürlich ein großes Problem, denn wenn der Schläger erstmal so gegriffen wird, habt ihr hier vielleicht eine gute Kontrolle, was vor euch passiert. Aber jetzt überlegt euch mal, einer war beim Spin College und weiß, dass man gut in die Ecken platzieren muss. Der spielt euch in die Vorhand und jetzt wird's hier natürlich relativ komisch. Das sieht nicht nur komisch aus, das ist auch schwierig zu spielen. Das heißt für euch, versucht mal so eine Shake-Hand-Haltung zu nutzen, also wie ihr auch die Hände schüttelt, und zwar den Zeigefinger hier seitlich ablegen und dann könnt ihr hier schön mit Rückhand und Vorhand spielen. Auch aufpassen, bei vielen Anfängern bleibt der Finger hier auf dem Schlägerblatt. Das ist super für Vorhand, beziehungsweise denken das zumindest einige. Aber bei Rückhand gibt es Probleme, weil hier natürlich auch der Ball getroffen werden kann. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Also weg von diesem Blumenstraußgriff hin zu dieser Shake-Hand-Haltung und nicht zu fest greifen. Ich kriege es auch immer wieder mit, beziehungsweise sehe das, wenn ich mal so im Park mit dem Fahrrad ein bisschen rumradel, dass so gespielt wird. Und es ist so ein krasser Druck hier auf dem Schlägerblatt, dass ich denke, okay, entweder bricht gleich der Schläger oder die haben so eine Verspannung, dass sich nur einer freut und das ist der Masseur. Das ist natürlich eine Katastrophe. Schön locker den Schläger halten und vor allen Dingen richtig. Dann könnt ihr mit ganz anderen Winkeln arbeiten, schön mit dem Handgelenk, mit dem Unterarm und viel besser Tischtennis spielen, als wenn ihr hier diesen Stocher-Yogi macht. So, Freunde der Sonne, der zweite katastrophale Fehler von Anfängern ist, dass sie viel zu dicht am Tisch stehen und zu aufrecht. Ne? Wie so Weihnachtsmänner werden hier die Rückhänder verteilt und das ist eine Katastrophe für euer Spiel. Wenn ihr besser werden wollt, müsst ihr ein bisschen weiter zurückgehen. Das Problem bei diesem dichten Stand und auch dem Aufrechten, wenn der Ball in diesem Bereich hier kommt, ist das kein Problem. Der Ball kommt auf und wir können den Ball hier schön rüberschaufeln. Nur problematisch wird es, wenn der Ball hier hinten aufkommt. Dann müsst ihr nach hinten gehen und diese Bewegungen nach hinten brechen immer ein ganzes System auf und es ist viel leichter nach vorne zu gehen als nach hinten. Das heißt für euch, ihr stellt euch so hin, dass ihr den Schläger hier schön nach vorne nehmt, dass der ungefähr hier aufsetzt, dass wir hier ein bisschen Platz haben und jetzt könnt ihr, wenn der Ball nach vorne kommt, irgendwo bei euch vorne zentral für die Rechtshänder, mit dem rechten Bein nach vorne gehen, den Schlag machen, zack und wieder in die Grundstellung gehen. Das ist viel besser als das hier. Und auch noch mal ein Tipp, denn ich sage zu den Leuten bei den Lehrgängen häufiger mal, Leute, ihr müsst tief runtergehen und dann passiert Folgendes. Alles klar, Simon, danke, ja. So, dann kommt hier diese japanische Verbeugung. So. Auch Katastrophe, denn das sieht ja jetzt nicht aus, als ob ich richtig Action zeigen könnte. Ne? Wir wollen den Oberkörper schön aufrecht lassen und die Beine breiter auseinanderstellen. Wie ein Torwart, der die Bälle fangen möchte und explosiv in die Ecken gehen kann. Das machen wir auch mit dieser Grundstellung. Kommen wir zum dritten Punkt. Der ist nämlich, dass meistens die Schokoladenseite zu stark zelebriert wird. Na, ihr kennt es, dass so diese Rückhandstellung mit dem rechten Bein vorne gespielt wird und jetzt geht es hier rund. Und das ist natürlich schlecht, weil es ist natürlich schönes Gefühl für eure Rückhand vielleicht, aber was macht ihr mit eurer Vorhand? Das hier wird dann bei den meisten dann ihre Vorhandhaltung und dieser Switch ist viel zu viel. Ich weiß, es brennt in euren Herzen, ein bisschen Breakdance hier zu machen.
lasst das zu Hause, das machen wir in der Tanzschule. Wir wollen ja in dieser Grundstellung bleiben und versuchen, Rückhand mit einer parallelen Grundstellung zu spielen und Vorhand leicht geöffnet. So können wir hier gut zwischen Bewegung switchen und müssen nicht zu viel hier unten die sehr schön, aber doch nicht fürs Tischtennis vorteilhaften Breakdance-Moves einbauen. Leute, Katastrophe, ja Katastrophe, ja Katastrophe. Das ist natürlich schade, aber wir haben gleich die 4. Katastrophe hier für euch. Und zwar ist es so, dass ganz häufig versucht wird im Anfängerbereich mit dem Arm den Ball zu erhaschen, egal wo der Ball ist. Und das ist nicht gut. Ne? Wir wollen versuchen, mit dem Oberkörper bzw. mit euren Beinen euch dahin zu stellen, sodass ihr optimal zu den Bällen steht. Das ist nicht nur ein schönes Fitnessprogramm für eure Beine, sondern auch viel effektiver, ein Ball, der hier ist zum Beispiel, nicht irgendwie so zu spielen oder so, sondern rüber zu steppen und jetzt hier den Ball zu spielen. Denn zum Beispiel die Rückhand wollen wir immer versuchen, vorm Körper zu spielen. Und das heißt für euch, ist der Ball hier, ist euer Körper auch hier. Und ist der Ball da und ihr wollt mit der Rückhand spielen, ist euer Körper nach Möglichkeit auch da und nicht euer Schläger. Ne? Eine Katastrophe, die man auch, nochmal Katastrophe, eine nicht so schöne Sache, passiert auch immer, wenn der Ball kurz kommt, dass dann so in den Tisch reingefallen wird. Am besten noch Hand auflegen und irgendwie was auch immer hier rumfuchteln. Lassen wir. Wir wollen schön tief stehen und uns hier zu den Bällen bewegen. Und außerdem sieht das doch eigentlich viel geiler aus, wenn ihr hier schön so den Ball durchjagt. Noch was vergessen. Und zwar, man soll nicht nur mit dem Arm hier nicht hingehen, sondern mit dem Oberkörper. Ihr sollt auch euren Oberkörper nutzen. Denn wenn der Ball zum Beispiel mit der Vorhand ist, dürft ihr nicht hier nur mit dem Arm durchschwingen. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Oberkörper nutzen, mit der Hüfte arbeiten. Bei Rückhand auch einen kleinen Impuls mitgeben. Gerade bei Vorhand ist es ganz wichtig, dass nicht nur der Arm hier irgendwie durchschwingt und euer Rücken sagt, noch 2 Bälle und dann setze ich mich hin und trinke Bier, sondern dass ihr hier schön mit dem Oberkörper durchfegt. Das ist viel einfacher zu spielen. Vertraut mir. Die 5. Katastrophe ist, wenn eure Schlagbewegung viel zu lang ist. Bei Vorhand wird hier einmal rüber geschwungen, bei Rückhand zack, wird da einmal hinter rüber geschwungen. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber sagen wir mal, ich habe jetzt so einen Ball gespielt und jetzt kommt noch ein Ball auf mich zu. Was glaubt ihr, wie kann ich den nächsten Ball spielen? Genau, hinterm Rücken. Nein, Spaß. Das geht natürlich auch, aber ist schwierig, von hier wieder schnell in die Grundstellung zu kommen. Leute, wir sind beim Tischtennis. Das geht so schnell hier. Wir müssen auf alles vorbereitet sein und dafür heißt es kurze Bewegung und nicht so eine langen Riesenraketen spielen. Wenn, dann muss der Schlag auch zu 100% sitzen. Aber ich gebe euch den Tipp, wenn ihr anfangt so zu spielen, dann kommt ihr irgendwann zu mir und sagt, Simon, helf mir mal bitte, oder hilf mir mal bitte, wir benutzen den Imperativ, hilf mir mal bitte bei dem Schlag. Und dann wird es schwierig, diese Riesenkeule rauszubekommen aus eurer Technik. Deswegen lernt es gleich richtig, macht kurze Bewegung und nutzt dabei Handgelenk und Unterarm und feuert die Raketen ab. Bam! Leute, macht diese 5 Katastrophen nicht. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder was auch immer. Mein Kollege hier und Homeboy Quadri Aruna macht das auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht und ich hoffe, du auch nicht. Merkt dir die 5 Katastrophen. Das war zum einen, dass wir den Schläger nicht halten wie ein Blumenstrauß, sondern in dieser Shakehand-Haltung. Das war zum zweiten, was war das? Genau, dass wir nicht zu dicht am Tisch stehen, sondern ein bisschen weiter weg und tief. Der dritte Punkt, erinnert ihr euch? Genau, wir hatten das Beispiel mit dem Breakdance, mit dem Tanzmove hier von dem rechten Bein. Das wollen wir auch nicht, wir wollen neutral stehen. 4. Sache, na, habt ihr es? Hoffentlich, denn ihr sollt nicht nur mit dem Arm hier nach rechts und links gehen, sondern leichte Steps machen und bei Rückhand den Ball vorm Ball spielen.
vorm Körper und bei Vorhand euch auch bewegen und nicht nur den Schläger nehmen und zudem den Körper mit benutzen. Und jetzt die letzte Katastrophe, die wir hatten. Ich bin stolz auf euch, wenn ihr das noch wisst. Wobei das kam als letztes eigentlich, naja, egal. Auf jeden Fall, die letzte Katastrophe war, wer weiß es noch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, was hatten wir als letzte Katastrophe? Herr Kameramann. Der Kameramann war eine Sekunde. Die letzte Katastrophe war es gibt so viele Katastrophen, Leute. Die letzte Katastrophe war auf jeden Fall, dass zu lang durchgeschwungen wird. Hier bis ins Jenseits. Wir wollen kurz und knackig, dynamisch und was auch immer noch bleiben. Also Leute, macht diese 5 Katastrophen nicht und bleibt am Ball und habt Spaß beim Tischtennis und fegt damit eure Gegner vom Tisch. Wir sehen uns bald. Ach so, nicht vergessen, das Ding hier zu kommentieren und zu liken und vor allen Dingen zu abonnieren. Denn wir haben richtig Bock für euch noch weitere Sachen zu machen und es wäre natürlich klasse, wenn ihr uns auf dem Weg unterstützt. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, gebt Gas, Leute, spielt Tischtennis und fegt alle von der Platte. Bis demnächst.